Heute gehe ich zur Hacker School. Die wollen Jugendliche für die IT begeistern. Bisher erreichen die schon über 50.000 Kinder und Jugendliche und arbeiten mit über 500 Unternehmen zusammen. Und sie haben ein sehr schönes Motto. Hashtag Hack the World a Better Place. Heute gehe ich zur Hacker School. Wir sollen nur noch finden. No? Oh, have a look. Ding dong. Guten Tag. Guten Morgen, grüß dich. Heute nicht am Hoodie, ist mir zu warm. Ach komm, keine Ausreden, ja? Cookies sind nicht nur Kekse. Ja, und wer mir mehr dazu sagen kann, ist Julia. Du bist die Geschäftsführerin der Hacker School. Sag mal, bringt ihr jetzt die Leute dazu, zum Beispiel die Bank-IT zu hacken? Ich sollte einmal eine Laudatio beginnen mit Hacker sind das nicht die Bösen. Gibt's auch. Aber was wir machen, ist eher im Sinne von Lifehacking zu sagen, guck dir eine IT-Lösung an, was kannst du damit alles anstellen? Also wir haben zum Beispiel zu Hause einen smarten Hühnerstall, weil Hühner trinken ja ganz viel Wasser. Und damit im Winter das Wasser nicht einfriert, haben wir 3 Zeilen Code, ein Microbit und eine Heizspirale. Also wenn Temperatur unter Null, dann Wasser warm. Und das ist das, was wir mit Hacken machen wollen. Guck dir an, was da ist, mach was Cooles draus und gestalte dein Leben. Wen erreicht ihr denn damit? Wir erreichen sowohl Kinder und Jugendliche als auch ehrenamtliche ITlerInnen, weil wir sind das Bindeglied dazwischen. Wir nehmen einen ITler, eine ITlerin und 6 Kids und lassen die ein Wochenende oder in der Schule zusammen geilen Scheiß machen, damit die Begeisterung vom einen auf die anderen übergehen kann. Gelingt es dir auch, mich zu begeistern? Normalerweise arbeiten wir mit Kids, aber ich bin vom lebenslangen Lernen überzeugt. Willst du es mal probieren? Ja, logisch. Ja, Matze, Julia hat gesagt, du bist jetzt derjenige, der mich begeistert. Was machst du denn genau? Ich bin Inspirer. Das heißt, ich begeistere andere Leute für Programmieren und fürs Coding. Wir werden hier ein kleines Spiel programmieren. Wir haben jetzt einen Anfang von Flappy Bird. Flappy Bird ist ein Spiel, wo der Vogel nicht die Hindernisse berühren darf. Und momentan fällt er nur runter. Und jetzt wollen wir, wenn wir die Leertaste drücken oder auf dem kleinen Controller auf A drücken, dass der Vogel nach oben geht. Momentan passiert da nichts. Einmal hier die Leertaste. Dann mal hier. Und das passiert nichts, weil noch nichts programmiert ist. Okay. Und das müssen wir jetzt einbauen. Mit welcher Sprache programmieren wir das jetzt? Das hier ist jetzt MakeCode Arcade. Das ist eine Block-Programmiersprache. Es ist wie eine normale Programmiersprache, nur dass die Sachen schon vorgefertigt sind, sodass man nicht die ganzen Tippfehler zum Anfang hat. Das heißt, ihr habt die ganzen Bausteine schon drin, mit denen dann die Anwenderinnen das umbauen können? Genau. Und wenn was fehlt? Also schlussendlich ist es alles da, was man braucht, um die Anfänge zu verstehen. Und dann kann man aber hier weitermachen, indem man oben nachher auf JavaScript oder Python klickt. Aha. Und dann wandeln sich alle Blöcke um in die Programmiersprache und man kann weiter programmieren. Ja, minus 100 sagst du. Ich habe dicke Finger dafür. Springt dann nach oben. Ich hab den so programmiert, dass der Vogel jetzt oben bleibt. Dass er immer oben bleibt, wenn man drückt. Ein Spiel wäre ja langweilig, wenn er nur nach oben fliegen würde. Was du jetzt zugeben musst, ich bin begeistert. Hack the World a Better Place. Der Matze hat mich jetzt begeistert und inspiriert. Aber ich frage mich, was ist euer Geschäftsziel und wollt ihr die Bildungswelt verändern? Kurze Antwort, ja. Wir wollen einfach, dass Bildung wirklich anders gedacht wird und dass es halt nicht Bildung mit Schule gleichgesetzt wird, sondern dass wir wirklich auf das lebenslange Lernen gehen und auf Begeisterung. Ihr seid ein gemeinnütziges Unternehmen. Seid aber aufgestellt, gefühlt von meiner Seite wie ein richtiges Unternehmen. Jo. Jo. Ja, also ich glaube, dass ganz häufig Sozialunternehmen eine gewisse Fehleinschätzung haben oder sie werden häufig gedacht, als das sind 2 junge Menschen, die kommen gerade aus der Uni und haben kein Geld und machen Chaos, aber mit einer guten Absicht. Und ich sehe das eher so, wir müssen, glaube ich, noch professioneller sein als jedes Unternehmen, was ganz einfach Geld verdienen kann, weil wir wollen die Bildung verändern, wir wollen Chancen ermöglichen, aber wir verdienen kein Geld. Das heißt, für uns kann das Beste in der Organisation gerade gut genug sein, weil ich kann keine großen Gehälter zahlen. Ich muss einen Arbeitsplatz schaffen, der so genial ist, bei dem die Leute so gerne arbeiten und richtig Bock haben, was zu verändern. Natürlich läuft auch bei uns nicht alles rund. Und wir müssen ganz viele Sachen ausprobieren, weil ich kenne kein Social Startup im EdTech-Bereich, was so schnell wächst. Und wir skalieren hardcore. Also das Ziel, 1 Million Kinder in 2030 erreichen zu können. Und dann pro Jahr. Nicht das bis dahin kumuliert. Nein, wir wollen in 2030 in der Lage sein, 1 Million Kinder pro Jahr zu erreichen. Dafür gibt es keine Blaupause. Was ist der nächste große Schritt, damit du diese Million auch erreichen kannst?
Woran wir gerade mit Hochdruck arbeiten, ist, dass wir einen systematischen Zugang zu Schulen kriegen. Wir wollen eine Vollabdeckung des 8. Jahrgangs in Deutschland oder 7. oder 6., egal, aber einen kompletten Jahrgang deutschlandweit erreichen. Wenn wir es schaffen, dass wir nicht als eine Art Konkurrenz wahrgenommen werden, sondern wirklich als wir bringen das Leben mit in die Schule, wir zeigen coole ITlerInnen, wir machen aktive Berufsorientierung, wir lassen sie ausprobieren. Wenn wir das zusammen denken können, muss doch mein Minimumziel sein, jedes Kind einmal zu erreichen. Ja, es heißt, das ist unmöglich, also lass es uns versuchen. Wie messt ihr denn euren Impact? Es ist für mich ganz entscheidend, auch unseren FörderpartnerInnen zeigen zu können, dass das, was wir tun, wirkt. Wie verändert sich das Denken eines Teilnehmenden? Wie verändert sich sein Handeln? Und wie verändert sich durch das Handeln auch sein Umfeld? Und also als Beispiel, ein Mädchen denkt, krass, ich kann das können. Es geht auch in einen weiterführenden Kurs. Und die kleine Schwester sieht, oh, wenn meine große Schwester das kann, mache ich das auch. Und das verändert Leben und das zeigen wir, so gut es eben geht. Was hat dich bewegt, ein gemeinnütziges Unternehmen zu gründen und kein Full-Profit rauszumachen? Meine Mutter hat schon früh gesagt, ich hatte ein Faible für einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Eher in dem Sinne zu sagen, da kann ich was unterstützen. Und ich habe das unglaubliche Privileg, ich hatte Eltern, die mich einfach geliebt haben, genauso wie ich bin. Und ich habe das Coolste für die Hacker School zu Hause. Ich habe einen Mann, ich habe einen ehrenamtlichen ITler quasi zu Hause. Ich habe Kinder in dem Alter, die wirklich auch es lieben, so denken zu lernen und das zusammenzusetzen. Die großen Jungs und Mädels, die werden ja nicht erwachsen, die spielen nur anders, zeigen den kleineren Jungs und Mädels wirklich Zukunft. Und das zusammenzubringen, dachte ich, gut, ich programmiere selbst vielleicht nicht viel, aber ich bin ziemlich gut in Sales. Und Leute zu motivieren und dafür zu begeistern, einfach etwas zu tun, das hat mich abgeholt. Und ich möchte Chancengerechtigkeit, wo immer es möglich ist. Gleichheit werden wir nicht erreichen, aber das wirklich mit meinen Fähigkeiten tun zu können, das begeistert mich.